Das lassen wir jetzt mal eine Weile brennen. Hm? Hallo, hier ist der Ralf von Jodderland. Ich auch. Du auch. Wer bist du? Nee, Du bist die Sarah, gell? Und wer ist noch da? ich bin Lilly von Jodderland. Genau, und ihr habt uns nach den letzten Videos und auch nach unseren Fotos mit der Spiegeleier und so weiter immer gefragt, was das denn hier für eine Platte ist, die wir da verwenden. Und zwar, das ist einfach ein super schweres, wollen wir heben, kriegen wir dreckige Finger, gell? Super schwere Gusseisenplatte. Und zwar ist es einfach das Ersatzteil von einem Crepe-Gerät, was ja, normalerweise per Gas betrieben wird. Das heißt, es sind die obere Platte, die ihr auf dem Weihnachtsmarkt immer beobachten könnt, wo die Jungs und Mädels die leckere Crepes drauf machen mit Nutella. Und genau das wollen wir euch heute zeigen, dass es eben nicht nur am Weihnachtsmarktstand auf ein spezielles Gerät geht, sondern dass man es auch am Lagerfeuer mit einer gusseisernen Platte machen kann. Das geht jetzt hier mit dieser Platte oder auch mit jeder anderen heiße, glatte Platte. Wichtig ist nur, dass sie etwas eingebrannt ist. Das heißt, es muss so eine Patina aus Fett auf der Platte drauf sein, damit sich die Crepe nachher gut löse. Aber das sehen wir dann schon, wie es funktioniert. Jetzt zeigen wir euch erstmal, was wir alles dabei haben, was wir für die Crepe brauchen. Also Lilly, was brauchen wir denn alles? Und wir brauchen das, zum nachher auf der Platte die Crepes abkriegen. Mehl für den Teig. Milch auch für den Teig. Eier auch für den Teig. Zum Umrühren. Und Nutella. Und Öl, Sonnenblumenöl und Salbe. Noch das. Und Zucker. Zucker. Aber mit was? Dahinter. Wie? Ein bisschen. Der Teig ist fertig, wenn die ganze Mehlhäufchen fertig sind und es gleichmäßig vom Löffel abfließt. Damit die Platte nachher sich der Crepe auch wieder gut löst. Nee, das mache ich jetzt kurz. Machen wir so direkt. Guck, machen wir das Öl drauf. Auslauf zur Seite. So, Vorsicht, heiß. Und das verteilen wir jetzt gut. Vielleicht müssen wir die Platte noch richtig hinschieben. Aua. So, die Platte muss gut geölt sein. Und es darf auch gerne ein bisschen eingebrannt sein. Die Platte haben wir zuletzt verwendet, um Fladebrote zu machen. Da haben wir leider die ganze Fettschicht wieder runtergebrannt, die von vorher noch drauf war. Aber das wird jetzt einfach mit Crepe zu Crepe, von Crepe zu Crepe, wird es einfach wieder besser, weil sich dann die Patina wieder bildet. Am Anfang braucht man dann zwischen jedem Crepe ein bisschen mehr Fett. Und später reicht es dann einfach das Fett, was im Teig drin ist, um die Crepe zu machen. So, jetzt ist es besser, als wenn es nicht mehr so ganz so schnell weg, gell?
Polly. Jetzt mach Krepp zusammen. Das macht. Sarah, lass ihn einfach da liegen. Braucht man schon immer weniger Fett, weil die Platte dann wieder langsam ihre Patina kriegt. Schön, gell? Und die Serviette. Ich hol die da. Wie hat's geschmeckt? Gut. Was lecker. Ja. Ja. Sieht man am Schokolademund. Alle auf dem Bild? Ja. Gut, prima. Also, wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch genauso geschmeckt, wie es uns geschmeckt hat. Crepe am Lagerfeuer sind immer wieder lecker. Das dauert eine Weile, bis sie gemacht sind und man kann die so nach und nach verteilen. Aber so haben eigentlich alle ein bisschen Spaß. Jeder kann auch mitmachen. Und ja, guckt einfach das nächste Mal wieder rein, wenn wir mit am Lagerfeuer kochen oder den einen oder anderen Tipp für euch haben. Abonniert unsere YouTube-Videos. Das ist am allerbesten. Dann erfahrt ihr ständig oder sofort, wenn was Neues von uns kommt. Und bis dahin sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen.